Als in der Nähe einer kleinen Stadt im Sudan ein riesiges Krokodil auftauchte, stellten die Dorfbewohner bald fest, dass etwas nicht stimmte. Nicht nur handelte es sich um ein besonders großes Exemplar, noch dazu verhielt es sich sehr merkwürdig. Als die Menschen den Grund herausfanden, konnten sie ihren Augen nicht trauen. Während Krokodile auf der Suche nach Nahrung die Gewässer durchstreifen, befinden sich die Einheimischen in einem ständigen Überlebenskampf. Den Kindern der Dorfbewohner wird von klein auf beigebracht, sich von dem Gebiet fernzuhalten, in dem sich die Krokodile am ehesten aufhalten. Eine Konfrontation von Angesicht zu Angesicht kann nichts Gutes bringen. Zumindest wird das von allen immer angenommen. Michael ist ein 38-jähriger Mann, der sein ganzes Leben in einem kleinen Dorf im Sudan verbracht hat. Dort hat er auch seine Frau kennengelernt. Mit ihr hat er eine Familie gegründet. Das Dorf liegt in der Nähe des Nils und Michaels Familie hat einen kleinen Bauernhof, auf dem sie genug Nahrungsmittel produzieren, um sich fast dreimal selbst zu versorgen. Michael wird von den Dorfbewohnern als erstaunlicher Mensch wahrgenommen, aber er ist auch für eine andere bemerkenswerte Persönlichkeitseigenschaft bekannt: seine Furchtlosigkeit. Vor allem seine Familie weiß das besser als jeder andere. Meistens war Michael mit seinen Aktionen erfolgreich und die Stadt liebte ihn dafür. Man könnte fast sagen, er war inoffizieller Anführer. Als diese besondere Situation vor kurzem eintrat, wandten sich alle an Michael. Obwohl das kleine Dorf in der Nähe des Nils lag, hatten sie nicht oft mit Bedrohungen aus dem Wasser zu tun, wie Krokodile oder Nilpferde. Die Dorfbewohner wussten, dass sie bestimmten Abschnitten des Flusses nicht zu nahe kommen durften. Auf diese Weise vermieden sie die Gefahr bis zu diesem Tag. Denn eines Tages hatte sich eines dieser gefährlichen Raubtiere über das Flussbett hinausgewagt. Etwas derartiges war noch nie passiert, seit Michael in dem Dorf lebte. Dass das Tier aus dem Fluss gekommen war bereits ein Problem, aber das war noch nicht alles. Es hatte sich an einer denkbar schlechten Stelle positioniert. Das riesige Krokodil, so groß wie es vorher noch kein Dorfbewohner gesehen hatte, hatte sich in den Durchgang gelegt, den die Dorfbewohner gebaut hatten, um Wasser vom Nil zu ihren Höfen fließen zu lassen. Das Krokodil blockierte nun fast das gesamte Wasser. Einige Frauen gingen zum Fluss, um ihre Wäsche zu waschen. Dort entdeckten sie diese riesige Kreatur. Sie waren schockiert, aber dann entdeckten sie etwas. Nachdem sie genauer hingesehen hatten, sahen sie, dass das Krokodil ihre Wasserversorgung blockierte. Die Frauen wandten sich sofort an Michael, um eine Lösung zu finden. Michael trat umgehend in Aktion, denn es gab keine Zeit zu verlieren. Es war ein Wunder, dass dieses riesige Tier an diesem Ort gelandet war. Michael konnte nun mit eigenen Augen sehen, dass fast jede Bewegung dieses Riesenkrokodils wie in Zeitlupe ablief. Unter den Dorfbewohnern wurden viele Möglichkeiten diskutiert und eine der am häufigsten genannten Vorschläge war, das Tier zu töten und danach alle Dorfbewohner zusammenzudrommeln, um beim Abtransport zu helfen. Aber Michael war strikt dagegen. Von klein auf wurde ihm der Wert des Lebens beigebracht und dieses ungewöhnlich große Krokodil zu töten wäre in seinen Augen keine gute Tat. Zum Glück wusste Michael genau, an wen er sich bei diesem Problem wenden konnte. Vor ein paar Wochen war ein Besucher in die Stadt gekommen, um mit ihnen zu besprechen, wie sie mit Problemen mit wilden Tieren umgingen. Das kam ihm jetzt sehr gelegen. Dieser Mann konnte Michael helfen, das Riesenkrokodil zu retten. Der Mann war Tierschützer und hatte versucht, sie davon zu überzeugen, das Töten großer und seltener Tiere so weit wie möglich zu vermeiden. Und wenn sie wirklich ein Problem hätten, sollten sie ihn zuerst anrufen. Das tat Michael und rief den Mann an, um ihn um Hilfe zu bitten. Der Tierschützer namens Jason war aus dem Vereinigten Königreich in den Sudan gekommen und hatte die Aufgabe, das Leben seltener Tiere so weit wie möglich zu erhalten. Doch die Dorfbewohner konnten nicht so lange warten, bis ihre Wasserversorgung wieder funktionierte. Sie mussten sich etwas Neues einfallen lassen und mit der Nachricht, dass Jason es nicht rechtzeitig zu ihnen schaffen würde, kam die Idee, das Krokodil zu töten, wieder auf den Tisch. Jason bettelte und flehte darum, das Tier leben zu lassen. Er versprach sogar, einige zusätzliche Futterpakete als Belohnung ins Dorf zu schicken. Nach langer Diskussion gelang es Michael, die Dorfbewohner zu überzeugen, das Tier am Leben zu halten. Anstatt es umzubringen, sollten sie versuchen, ihm zu helfen. Aber wie? Jason konnte erst in 5 Tagen im Dorf sein. Das würde zu lange dauern. Sie mussten sich eine andere Lösung ausdenken. Da kam Michael eine führende Tierärztin der Alligatorenwelt aus den USA in den Sinn, zu der er seit ihrem Aufenthalt vor wenigen Jahren sporadischen Kontakt hielt. Michael vereinbarte mit ihr eine Videokonferenz. Auf diese Weise konnten sie ihr das Tier zeigen und sie würde ihnen hoffentlich einen Rat geben, was sie als nächstes tun sollten. Michael begann, um das Tier herumzugehen und es zu filmen, damit die Tierärztin es so gut wie möglich untersuchen konnte. Nachdem sie das Krokodil genau angesehen hatte, konnte die Tierärztin schnell feststellen, was mit dem Tier vermutlich nicht stimmte. Der Magen des Krokodils hatte eine sehr unnatürliche Ausbuchtung. Die Frau stellte fest, dass höchstwahrscheinlich etwas den Mageneingang des Krokodils blockiert hatte.
Das Krokodil hatte vermutlich etwas geschluckt, das es nicht verdauen konnte. Dies konnte das Tier sehr krank machen und erklären, warum es sich nicht mehr bewegen konnte. Es hatte einfach keine Energie mehr. Aber was hatte das Krokodil geschluckt? Und viel wichtiger, was konnten Michael und die anderen Dorfbewohner tun, um das Problem zu lösen? Die Tierärztin teilte Michael mit, dass die einzige Möglichkeit, das Tier zu retten, darin bestünde, den unbekannten Gegenstand aus dem Krokodil herauszuholen. Das war eine sehr gefährliche Aufgabe. Und wer sollte das tun? Michael erzählte den anderen Dorfbewohnern, was die Expertin gesagt hatte. Er spürte, wie die Augen aller Menschen sofort auf ihn gerichtet waren. Er wusste, dass keiner von ihnen bereit sein würde, dieses Risiko einzugehen. Und er konnte es ihnen auch nicht verübeln. Michael würde das Krokodil selbst aufschneiden müssen. Niemand sonst würde diese Aufgabe übernehmen. Tatsächlich hatte Michael eine tierärztliche Ausbildung und schon eine Handvoll Operationen durchgeführt. Doch ein Krokodil war auch für ihn eine neue Herausforderung. Glücklicherweise gelang es ihm, die anderen Dorfbewohner davon zu überzeugen, ihm zu helfen, das Krokodil zu bändigen. Das war sehr wichtig für Michaels Sicherheit. Das Krokodil war schwach, aber wohl in der Lage, einem Menschen sehr gefährlich zu werden. Sie gingen zum Dorf zurück, um die notwendigen Utensilien zu holen. Die Dorfbewohner waren zu dem Krokodil zurückgekehrt und begannen es zu fesseln. Es war eine große Aktion, aber das Krokodil wehrte sich kaum. Ein weiterer Beweis für den schlechten Zustand, in dem es sich befand. Als Michael das Gefühl hatte, dass er sicher genug war, machte er sich an die Arbeit. Die Tierärztin war erneut per Videoübertragung verbunden und ein anderer Dorfbewohner filmte Michael, damit die Frau ihm Anweisungen geben konnte. Auf diese Weise wusste Michael, was er tun musste, um das Krokodil zu retten. Glücklicherweise reagierte das Krokodil kaum darauf und Michael musste nicht sehr tief eindringen, um die Verstopfung zu finden. Nach 2 weiteren Schnitten gelang es ihm, den Mageneingang zu erreichen. Der Gegenstand, der im Krokodil steckte, wurde sofort aus dem Loch herausgeschoben. Michael konnte es kaum glauben. Aus dem Krokodil kam ein alter blauer Fußball. Das hatte er nicht kommen sehen. Er war sehr verwundert, wo das Krokodil diesen Gegenstand gefunden haben konnte. Niemand in seinem Dorf vermisste solch einen Ball. Wer weiß, wie lange er schon in dem Magen des Tieres lag. Während Michael die Wunden des Krokodils versorgte, gingen einige Dorfbewohner los, um frische Fische zu holen, die das Tier fressen sollte. Auf diese Weise konnten sie den Koloss aus dem Bach locken. Als sie zurückkamen, war das Krokodil bereits von seinen Fesseln befreit. Die Dorfbewohner legten eine Spur mit dem Fisch aus, die zum Wasser führte, und das Krokodil begann langsam, aber eifrig ihr zu folgen. Dadurch wurde der Wasserstrom wieder frei. Das Krokodil würde noch einige Zeit brauchen, doch bald sicher wieder erholt sein. Die Dorfbewohner jubelten und feierten ihren Erfolg. Ganz besonders dankten sie aber Michael, der sie in dieser schwierigen Phase souverän geführt hatte. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Um den Kanal zusätzlich zu unterstützen, kannst du außerdem gerne Mitglied werden. Schon ab 1,99 € kannst du mich monatlich unterstützen. Vielen Dank.